Ihr fühlt euch wie ein Hustler, wenn ihr das richtige Parfüm drauf habt. Und die 10 zeige ich euch. Bleibt also dran, das sind richtig geile Hustler-Parfüms. Ja, I'm a Hustler, Hustler. So schaut es aus. Ich bin Dennis und wir gehen rein, Freunde. Ja, also, ihr wisst ja, wenn ihr euch geil fühlt, meistens fühlt ihr euch geil, wenn ihr einen richtig geilen Duft drauf habt. Und deswegen nenne ich es Hustler-Parfüms. Und Carlat Night ist der erste. Schön Kirsche, Safran-Style. Und damit geht ihr durch die Decke als Boss. Mit OZZ vielleicht auch. Ja, geil. Carlat Night, richtig night. Richtig nice. Ja, der ist cool. Warum? Also schön Safran, Kirsche, bisschen, was heißt bisschen, schon süßer. Gute Ausstrahlung, gutes Sillage. Hier dran riecht er ein bisschen metallisch noch, ist er eigentlich gar nicht. Vielleicht so ein bisschen hinten raus schon, minimal. Das ist ein schönes, schweres Teil und ja, vom Preis müsst ihr mal sehen, das ist so ein bisschen hin und her. Günstig, ja, kommt davon, was ja an günstig, jeder sieht ja günstig anders. Aber so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen zwischen... ich will nichts Falsches sagen. Guckt mal, der Preis ändert sich ja jeden Tag, aber von manchmal günstig bis mittel und bisschen teurer. Der Duft war mal teuer, jetzt ist er günstiger. Zwischen 40 und 80 Euro, glaube ich. Ne? Aber vielleicht habe ich jetzt auch wieder was Falsches gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das ist ein guter Hustler-Duft. Und der nächste Hustler-Duft ist der Prada L'Homme. Warum? Ja, ist doch ganz klar. Im Büro seid ihr die richtigen Oberhustler. Da kommt ihr auch bei den Ladies gut an, weil Prada macht immer so richtig sexy Düfte und das ist ein richtiger Boss-Hustler-Duft. Warum? Weil Iris trocken, sauber. Ja, herrlich. Das ist immer herrlich, den zu tragen. Wenn ich hier schon rieche hier, geil, schönes Teil, funktioniert immer und überall. Wirklich trockene, spritzige, frische, saubere Iris. So, Iris ist ja sehr, sehr pudrig manchmal Lipstick-Style. Das habt ihr beim Prada L'Homme nicht. Schönes Teil, muss man eigentlich gar nicht viel zu erwähnen. Sehr tolles Teil. So, und jetzt kommen wir zu einem sehr teuren Duft. Wenn ihr also der Überhustler seid, dann nehmt ihr Amouage mit Jubilation 40. Ja, schönes Teil. Wenn man wirklich so ein bisschen oldschool hört sich immer so hart an, so ein bisschen sehr coole Gewürze. Der Jubilation, welcher war das? Da gab es von, ich glaube 25, den mochte ich nicht. Aber das hier ist der abgerundete, das ist die Vollendung, das ist ein Meisterwerk, wenn man so eine Art Düfte mag. Brombeere, schwarze Johannisbeere, was Würziges, was Grünes, hier ist so viel drin, hier sind so viele Inhaltsstoffe drin, schönes Teil. Also das ist wirklich ein Hustler-Boss-Duft, wirklich. Da müsst ihr zwar ein bisschen mehr Geld für ausgeben, aber Jubilation 40 ist top, ja. So schaut es aus. Der nächste, Fahrenheit. Natürlich, jetzt habe ich ihn endlich mal rausgeholt. In den Vergangenheiten oder in den letzten 2 Wochen hieß es immer, da würde Fahrenheit nehmen. Ja, natürlich kann man immer Fahrenheit. Fahrenheit ist geil, ist eine Legende. Aber für mich passen die anderen Düfte so ein bisschen besser. Aber jetzt hier drin, das ist ein Hustler-Duft. Geiles Teil. Man nennt ihn immer so den Tankstellenduft. Ist auch herrlich. Ne, leider, natürlich, man muss Abstriche machen. Ich kenne noch die von früher. Ich habe die sogar gehabt und getragen, wo der rausgekommen ist. So eine schöne Tiefe gibt es leider nicht mehr. Aber ein herrliches Teil, Maskulinität von allerfeinsten Dior, ja, sag ich mal, einer der besten Dior-Düfte. Und wenn man diese Art Tankstellenduft, es ist ein sehr potenter, maskuliner Duft. Kamille, Lavendel, Zeder, all dieses ganze Gestrüpp, würde ich schon sagen. Aber dann dieses hinten raus, Tankstellen ist ein bisschen hart, ne? Also, ihr müsst euch das so vorstellen, früher war es mehr so ein bisschen Benzin-Style. Wirklich Benzin, wenn ihr an einer Tankstelle seid, deswegen kommt dieser Duft damit. Es hört sich immer für Leute, die den immer noch nicht kennen, und es gibt Leute, die den nicht kennen, hört sich das ein bisschen hart an, aber müsst ihr mal ausprobieren. Fahrenheit ist immer noch Maskulinität von allerfeinsten. So, der nächste ist der Blue Talisman. Blue Talisman. Ja, und das ist einfach frisch. Müsst ihr auch ein bisschen was für hinlegen. Natürlich habe ich den im Sommer gerockt und auch gezeigt, aber gerade unter den Hustler-Düften muss der Blue Talisman oder Blue Talisman auf jeden Fall dabei sein. Eine schöne, spritzige, leicht süße, und ja, er bringt Sauberkeit, was Fruchtiges, was sehr Frisches, und
das macht einen, ja, munter, das macht einen, ja, auf Bock, auf Lust, auf zu hustlen und zu arbeiten. Ja, und das ist auf jeden Fall ein schönes Teil. Vielleicht für einen frischen Duft ein bisschen teuer. Ich habe ja immer so die haben genau ihre Daseinsberechtigung wie schwere Düfte, aber ich bin immer so ein bisschen schwierig, bei so frischen Düften so viel Geld auszugeben. Mache ich natürlich, habe ich auch, aber ich mache es da irgendwie, weil die irgendwie potenter, sich mehr verwandeln, die schweren, als diese frischen Dinger. Aber es ist schon ein Must-Have, würde ich schon fast behaupten, der Blue Talisman. Solltet ihr mal auschecken. So, und dann kommen wir wieder zu Dior, aber aus der Privé-Reihe, und das ist ja eigentlich fast der Hustler-Duft überhaupt, obwohl er nicht ganz so stark ist, aber dieses Schmuckstück hier, der Honigduft von Allerfeinsten, oder er riecht einfach nach Money, nach Geld, und das passt natürlich, Hustler, Money, und das ist, ich muss ihn mal sprühen. Viele meinen ja immer, zu schwach. Der ist gar nicht so schwach. Ja, er ist vielleicht nicht so potent, aber der kommt immer über die ganzen Stunden rüber. Und ein so eleganter Duft, ein Geheimtipp, ein Duft, der in einer muss schon sagen, in einer großen oder sagen wir in einer sehr guten Sammlung muss dieser Duft rein. Es sei denn, man macht diese DNA wie Honig, leicht holzig so im Hintergrund, mag das nicht. Holzig Honig, aber nicht so typisch Honig süß, nein. Sehr speziell, riecht so ein bisschen wirklich nach Geldschein. Ja, man sagt das immer so, aber es ist auch ein bisschen, wenn ihr an einen Geldschein riecht, riecht es auch noch ein bisschen anders. Aber ihr wisst, vielleicht so Bücher Bleistiftmäßig, damit Honig und was Holziges. Das ist auf jeden Fall Bois d'Argent, wenn richtig ausgesprochen, wahrscheinlich nicht. Aber ist auch egal, dieser Duft, geil. So, jetzt kommt der nächste King, das ist der Löwenduft. Le Lion von Chanel. Und das ist das maskuline Shalimar. Obwohl ich finde Shalimar für einen weiblichen Duft, für einen Frauenduft schon sehr maskulin, sehr geil, die beste Vanille überhaupt. Für mich ist Shalimar ein Traum. Aber hier gibt's das nochmal in Männlichkeit, in Maskulinität von Chanel. Oh, geil. So ein bisschen staubig, trocken, strohig. So warum liegt da Stroh? So ist dieses Teil auch richtig nice. Hält natürlich ewig, über 15 Stunden, eine Ausstrahlung von Allerfeinsten. Das ist auch ein geiler Hustler-Duft. Ihr müsst natürlich als Hustler und als richtiger Worker müsst ihr natürlich richtig dazu stehen auch. Ihr müsst ja nicht denken und überlegen, ja, trage ich den Duft heute? Nein, I don't give a fuck. Ihr müsst das einfach machen. Und das ist euer Duft. Bombastisch. Wenn ihr Shalimar mögt, nur viel maskuliner, dann testet den mal von Chanel. So, jetzt kommt ein Duft, den habe ich ja lange nicht vorgestellt. Auch wieder von Dior. Dior Sauvage. Ne? Aber das Parfüm. Da haben wir natürlich noch ein bisschen dieses abgerundeter, holziger, männlicher. Diese ganze Reihe funktioniert immer noch. Und die ist auch immer noch geil. Und die funktioniert auch noch in 20 Jahren. Das hat Dior einfach richtig gemacht. Sie machen es so wie früher. Die Düfte könnt ihr noch, und Frauen und so, die lieben einfach diesen Duft. Und das ist einfach, ja, Luxus im Flakon, Sauberkeit, und du hast alles im Griff. Duft ist wirklich so. Ob ihr das nun mögt oder nicht oder hören mögt, ist eben so. Aber I don't give a fuck. Das ist geil. Herrlich. Das Parfüm habe ich deswegen rausgesucht, weil das nochmal ein bisschen die Holzigkeit unterstreicht. Schönes Teil. Ja, der nächste, den habe ich letztens erst gezeigt, nennt es mal den Afrika-Duft, weil es passt zu Afrika, und wenn ihr da auf so einer Safari-Tour mal wart, das ist Dessert Rose, ganz ruhig. Dessert Rosewood, bevor ich was Falsches sage, von Goldfield & Banks. Also er ist so schwierig zu beschreiben. Schöne Rose, warm, weich, sexy, anschmiegsam, aber absolut von Allerfeinsten. Im Endeffekt, wie gesagt, dieses Afrika, wenn ihr auf so einer Lodge da sitzt und in die Prärie, also in oder die Tiere hört oder die warme Luft abends. Es ist einfach einer der besten Düfte in meiner ganzen großen Sammlung. Und ich habe wirklich sehr viel Düfte, nicht nur die hier seht für alle 9, sondern ich habe über 1200 Düfte. Und ja, es ist wahnsinnig geil. Absolut herrlicher Duft. Ja, solltet ihr auf jeden Fall Dessert Rosewood mal testen. So, und zum Schluss die Nummer 10, also nicht Platz 10, aber der 10. Duft ist Nishane Nefs. Und Nefs wird nie einen besseren Duft rausbringen. Genau, Nishane wird nie einen besseren Duft rausbringen als Nefs. Der Safran-Duft schlechthin. Wirklich geil. Bombastische Haltbarkeit.
Ziage bombastisch, einfach Bismut, alles Bismut, natürlich auch Bismut vom Preis, aber hier wirklich, ja, der ist teuer, aber hier bekommt ihr was für euer Geld. Mehr muss ich nicht sagen. Safran, weich, anschmiegsam, trotzdem stark, präsent, lecker, absolut von allerfeinsten. Einer für mich der beste Safranduft. Und ich rede hier nicht von Safran, wenn ihr schon wieder Safran hört. Oh, das ist bestimmt Baccarat Rouge. Nein, natürlich nicht. Ganz anders. Monströses Teil. Richtig lecker von allerfeinsten. Ja, und besser geht's eigentlich gar nicht. So schaut es aus. Das sind auf jeden Fall meine 10 Hustler-Düfte. Da gibt es natürlich noch viel mehr. Erstmal lassen wir das so stehen. Schreiben wir unter, was ist euer Hustler-Duft? Also wenn ihr euch richtig gut fühlt, wenn ihr richtig Business macht, wenn es läuft, weil ihr wisst ja, sprüht ihr euch was auf, fühlt ihr euch immer anders. Habt ihr gute Klamotten an, ne, dann fühlt ihr euch auch anders. Ich rede jetzt nicht gleich für Leute, die sich nicht so viel leisten können. Für euch, was ihr gut findet an Klamotten etc. pp. Ob das nun Jordan-Schuhe sind, und irgendwie günstigere Schuhe ist doch scheißegal. Wenn ihr euch gut fühlt, dann läuft es. Und das ist für mich Hustlen, wenn ihr natürlich richtig was dafür tut. Natürlich sind so, hier ist gerade jetzt nichts drin, kommen neue demnächst. Und viele haben auch gefragt, ob ich die mal vorstelle. Ihr könnt ja mal unterschreiben, ob ihr das mal sehen wollt. Meine ganzen Jordan-Schuhe kann ich gern machen, denn frag euch hier nochmal. Bei Instagram haben viele gesagt, ich soll das mal machen, weil sind auch eben sehr spezielle dabei. Aber allgemein, bevor ich abschweife, fühlt man sich gut, wenn man sich geile Düfte aufsprüht. Und es müssen nicht teure sein, ne? Es muss ja einfach nur geil sein. So, und im Endeffekt könnte ich jetzt auch einen günstigen Duft hier raussuchen. Und guck mal, ich zeig euch mal ein. Job Wow als Beispiel, 20 €. Ist ein absolut genialer Duft. Da fühlen sich, ich kenne viele, das ist als ein Standardduft von denen, die tragen den immer, weil es einfach geil ist. Und diese Würzigkeit ist geil. Das ist dieses Zimtmäßige. Ja, das ist geil. Auch da, also müssen nicht teure Düfte sein. Und das wird hier leider, mir ist aufgefallen, natürlich sind die ein bisschen teurer, die ich jetzt gezeigt habe. Und der Hustler sagt man ja immer, ja, du musst dies und jenes. Ich hätte natürlich noch ganz andere zeigen können. Ich hätte jetzt auch Roger Parfüms nehmen können, einen 1000 € Duft, aber wir wollen es ja nicht ganz übertreiben. Diese beiden Dinger sind ja auch schon 1000 € zusammen, wenn es danach geht, fast. Und ja, aber die anderen, ihr solltet auf jeden Fall, Dior Sauvage funktioniert noch, also lasst euch nicht einreden. Zum Beispiel, wenn ihr so ein richtiger Hustler seid, dann lasst ihr euch so nichts einreden. Benutzt das, was funktioniert. Also Grüße gehen raus, bevor ich hier weiter laber. Grüße gehen raus. Auch an meine Mitglieder, schön, dass ihr immer noch dabei seid. Und an euch alle, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dann lasst einen Daumen nach oben und folgt mir, lasst ein Abo gern da. Also folgt diesem Kanal und dann bin ich raus. Und dann würde ich sagen, Freunde, kommt gut in die neue Woche. Und dann sehen wir uns nächste Woche auf jeden Fall wieder.